Herzlich willkommen, Lovely, zu einem neuen Video. So, kurz noch Handy auf Stumm. Nicht, dass es wieder jemand wichtig hat. Okay. Legen wir los mit einer Botschaft. Mit dem Lenormand. Ich habe keine spezielle Frage. Wie immer das Gleiche. Okay, wenn ich mal eine spezielle Frage habe, dann ist es eine Ausnahme. Also, worüber sprechen wir heute? Was ist wichtig? Was ist das Thema? Okay. Bam, bam, die 17, der Storch. Und deine Energie, die 29, ist zusammen rausgefallen. Herzilein, Schatzilein, Gegenüberlein, Arbeitskollege, Nachbar, Chef, fremde Person, whatever. Die 3, das Chef. Ein oder zwei holen wir uns noch ab. Die 18, das Kind. Und die Blumen, die 9. Krass. Und unter dem Deck die 21, der Berg. Ernsthaft? Ich muss das gleich mal klären. Was bitteschön ist das? Es gibt bei dir persönlich oder in der Verbindung zwischen dir und einer anderen Person kommt hier etwas Neues rein. Ein neuer Umstand, eine neue Situation. Ja, bei den einen oder anderen ist es zum Beispiel auch eine Schwangerschaft. Vielleicht ein Jobwechsel oder irgendwas, also irgendeine Veränderung in Bezug auf dich, die aber Einfluss hat auf eure gemeinsame Verbindung. Die bringt hier so viele neue, schöne Sachen, aber stellt euch auch gleichzeitig vor eine große Herausforderung. Mach mal nicht lang rum. Tarot, Lightseers, genau, das nehmen wir. Es ist eine große Chance, eine große Möglichkeit, es ist eine große Veränderung. Ja. Naja, gucken wir. Der Ritter der Stäbe. Für dich und die Störche. Holen wir mal kurz alles ab. So, die 10 der Kelche für dein Gegenüber. Ja, aber wo ist dann das Problem? Wo ist der Haken? Gib mir mehr. Gib mir mehr. 7 der Schwerter. Für das Schiff, die 10 der Schwerter für das Kind, okay. Die 3 der Münzen für die Blumen, okay. Und für den Berg das Ass der Schwerter. Bringt mich schon ganz durcheinander. Okay, also dein Gegenüber hat damit nicht gerechnet, beziehungsweise hat gerade ziemliche Probleme damit, sich dieser neuen Situation anzupassen. Wie gesagt, hier kommt bei dir ganz, ganz viel Bewegung rein, in irgendeiner Form. Das kann natürlich auch sein in dir, also auf der inneren Ebene bezüglich deiner
emotionalen, mentalen oder körperlichen Gesundheit. Hier passiert irgendein Switch in die positive Richtung. Ja, vielleicht ist hier Heilung geschehen. Und jetzt strahlst du das nach außen aus. Vielleicht gibt es hier aber auch andere Dinge im materiellen Bereich, auf der materiellen Ebene, wie zum Beispiel eine Schwangerschaft, eine ungeplante zum Beispiel, oder ein Jobwechsel oder ein Wohnortwechsel, ja, warum auch immer. Du wurdest vielleicht versetzt oder wirst versetzt und dein Partner macht sich jetzt Gedanken, wie sollen wir das schaffen? Wird es eventuell eine Fernbeziehung? Ich kann gerade nicht weg. Wie sollen wir diese großen Hindernisse überwinden? Ja, und das, was aber hier gerade sich für dich zum Positiven wendet, beziehungsweise für dich positiv weitergeht, stürzt dein Gegenüber so einen kleinen Abgrund runter. Es ist keine wilde Sache jetzt im Großen und Ganzen, es ist kein unüberwindbares Hindernis, aber nur, dass du vielleicht weißt oder falls du dich gerade fragst, warum dein Gegenüber vielleicht so komisch reagiert hat auf diese Nachricht, auf diese Neuigkeit oder warum er sich vielleicht auch distanziert oder ja, einfach komisch ist, obwohl er sich ja freut, ja, vielleicht hat er dir auch gratuliert, also jetzt, klar, bei einer Schwangerschaft, das ist eine andere Thematik, ja, aber vielleicht hat er dir gratuliert zur neuen Wohnung, zum neuen Job oder was auch immer, und doch in ihm brodelt's, weil er kann sich nicht so schnell dieser neuen Situation anpassen. Egal wie gut die Neuigkeiten sind, egal wie gut die neuen Nachrichten sind, er hat damit echt hart zu kämpfen. Das ist aber hier oben so ein Ding. Das ist seine Thematik. Es sind Ängste im Spiel, es sind Zweifel im Spiel, vergangene Lebenserfahrungen eventuell oder auch, ja, Themen aus der Kindheit. Ich glaube, ich kann jetzt mal den Kartenpacken hier weglegen. Was ist das? Egal. Genau. Und er versucht, diese neue Veränderung noch ein bisschen zu umgehen, beziehungsweise die Klarheit. Wie gesagt, schau bitte drauf, was bei dir gerade die Situation ist. Ja, ich meine, wenn du verkündet hast, dass du schwanger bist, dann kann dieser Mensch dieser Situation nicht aus dem Weg gehen. Ja, das wächst und gedeiht jetzt in der nächsten Zeit. Aber in Gedanken flüchtet er sich da ein bisschen raus. Irgendwas ist hier in ihm, womit er komplett überfordert ist mit dieser neuen Situation. Ja, es belastet ihn. Vielleicht ist er von Grund auf auch so ein Mensch, der gerne festhält an alten Strukturen, an alten Konzepten, an Traditionen oder dergleichen, wo er einfach jetzt dasteht und sagt, Mist, was soll ich jetzt tun? Ich habe damit nicht gerechnet. Wie soll ich jetzt mit dieser neuen Sache, mit dieser neuen Situation zurechtkommen? Ich muss hier komplett alles neu planen. Meine ganze Zukunftsvision ist jetzt dadurch verschoben. Passiert ganz oft, wenn jemand in Gedanken komplett fixiert ist. Ja, wenn es hier so, weiß nicht, Tunnelblick mit Scheuklappen durchs Leben laufen und so muss es sein, so und so gehört sich das. Und zack, bumm, kommt eine Energie im Außen, eine neue Situation, ein neuer Umstand und dann, busch, bricht die Welt über einen zusammen. Ja, so sinnbildlich oder es zieht einem den Boden unter den Füßen weg. Aber das ist definitiv hier eine gute Sache. Das weiß er auch. Er kann nur noch nicht so richtig damit umgehen. Also, wenn es jetzt irgendwas ist, wo er vielleicht auch seine Freude nicht so 100%ig zeigen kann oder wo er seine Freude zeigt, aber sich anschließend doch etwas zurückzieht und in sich gekehrt ist, mach dir da noch keine Gedanken. Hier wird eine Entscheidung fallen, wie weiter damit umgegangen wird. Und hier ist der Wille, diese Herausforderungen, diese Probleme zu bewältigen. Es kann auch sehr gut sein, jetzt mal unabhängig von dieser neuen Situation, von diesem neuen Umstand, dass du dich einfach eben oder dass du etwas in ihm getriggert hast, dass du, wie soll ich sagen, die Beziehung in eine neue Richtung führst, in eine für ihn unbekannte Richtung eventuell. Und somit ist er jetzt überfordert mit der Situation,
weil er nicht weiß, schafft er das? Schafft er das auf der emotionalen Ebene? Kann er dieses Glück annehmen? Kann er diese Fülle, kann er mit dieser Fülle umgehen? Gerade wenn es jetzt eine Situation ist zwischen euch beiden, wo es vielleicht intensiver wird, emotionaler wird, da scheint er mir ziemlich überfordert zu sein. Er weiß nicht, ob er diese Richtung packt gerade, ob er diese Energie und diesen Raum halten kann für den Moment. Ich sehe hier aber nicht, dass es so weitergehen wird. Ja, das ist eine Herausforderung. Ja, es wird noch ein bisschen schlimmer, also schlimmer in dem Sinn, dass sich vielleicht die Fronten auch weiter verhärten noch ein Stückchen, aber wir gucken jetzt gleich noch mal ein bisschen weiter in die Zukunft, wie sich das dann entwickelt, aber nichtsdestotrotz, diese Sache oder diese Situation ist sehr gut, weil das reißt ihn nämlich aus seiner Struktur raus. Und das ist perfekt. Ich habe schon oft in den Videos erwähnt, dass wenn man so seinem eigenen Trott folgt, dass es sein kann, dass irgendwann mal das Leben einem so etwas vor die Füße schmeißt, ja, und sagt, jetzt komm zurecht. Jetzt kannst du entweder den Kopf in den Sand stecken, was auf Dauer nichts bringen wird, oder du packst die Gelegenheit beim Schopf, nutzt diese Chancen und Möglichkeiten und gelangst zu deinem Herzensweg. Der bekommt gerade einiges aufgezeigt. Ja, ich habe gesagt, wir gucken hier weiter. Und zwar, warte mal, ich bin mir gerade mit der Frage unschlüssig. Ja, wir lassen es offen. Genau, weil sonst, wenn ich jetzt nur auf ihn, auf seine Energie, auf seine Entscheidungen eingehe, ist es schwierig jetzt gerade in dieser Energie für eine allgemeine Legung. Deswegen bleiben wir allgemein und fragen die Entwicklung dieser Verbindung ab. Darf ich mal kurz erwähnen, also ich möchte jetzt ein Beispiel nennen von der weiblichen Energie, vom Einfluss der weiblichen Energie auf diese männliche Energie. Falls es in deiner Realität andersrum ist, du bist ein Mann, der auf eine Frau schaut oder gleichgeschlechtlich, bitte ich dich diesbezüglich umzudenken. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, vom Einfluss der weiblichen Energie auf die männliche, dann finde ich das echt heftig, weil die weibliche Energie hat ja irgendwas angetriggert, angestupst, geschubst oder irgendetwas eröffnet, irgendein Fass aufgemacht, das jetzt alles ins Wanken bringt und in eine komplett neue Richtung führt. Ich finde das heftig. Und ich meine, es ist positiv, es ist was Großes. Und es ist eine unheimlich schöne, wundervolle und wertvolle Energie. Und genau so muss das sein. Vielleicht hast du nicht mal etwas bewusst gemacht. Vielleicht war es nur ein Wort oder eine Geste, ein Blick vielleicht, der hier alles in eine neue Richtung bringt. Das Ass der Kelche und die 6 der Münzen sind hier als erstes rausgefallen. Zur Erinnerung, wir haben gefragt, wie die weitere Entwicklung eurer Verbindung ist, ja, nachdem diese Herausforderung mit Entscheidungen konfrontiert ist. Okay. So. Das Gericht und die 2 der Stäbe. Ja, ich glaube, wir brauchen nichts mehr.
unter dem Deck die 9 der Stäbe, ja, also die Entwicklung, die ist echt Hammer. Das ist genau das, was ihr beide gebraucht habt für diese Verbindung, beziehungsweise was dieses Gegenüber braucht für seinen eigenen weiteren Lebensweg in Bezug auf euch beide. Hammermäßig. Hier wird eine andere Form, eine neue Form von Liebe, von Einheit geboren. Ausgleich wird hier geschaffen, Gleichgewicht stellt sich ein. Dadurch, dass alles in ihm auseinandergerissen wird und natürlich auch teilweise in dir, ja, weil wenn wir jetzt zurückgucken auf ein Beispiel, wo er eventuell ein bisschen auf Distanz geht aufgrund dieser neuen Situationen, dann macht es mit dir natürlich auch was. Nichtsdestotrotz, hier werden einfach neue Wege beschritten, hier werden neue Pläne gemacht, neue, ich sage es jetzt einfach mal im vermenschlichten Sinne, hier werden neue Strukturen aufgebaut. Ja, auch wenn es nicht gut ist, wenn man hier was Neues aufbaut und sich wieder komplett drauf fixiert, weil Veränderung ist eine stetige Energie. Nichts ist so beständig wie der Wandel, heißt es, ja, und genau deswegen sollte man sich nicht auf irgendwas fixieren, weder du noch dein Gegenüber. Aber auf jeden Fall, ihr packt es hier zusammen an und hier werden diese alten Wunden geheilt. Man stellt sich den Herausforderungen und ihr werdet stärker denn je da durchgehen. Fantastisch, einfach nur fantastisch. Es ist so fantastisch, dass ich direkt gleich noch eine Liebesbotschaft ziehen muss. So sieht's aus. Nee, die habe ich für den Schluss auf, okay? Also, riskante Versuchung, der Schein trügt. Wie immer, nimm nicht alles für voll, was sich hier zeigen wird. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, es kann sein, dass dieser Mensch in den Rückzug geht. Es kann sein, dass dieser Mensch dir Signale sendet, die du vielleicht aufgrund deiner eigenen Themen missverstehst. Oder dass du das Gefühl hast, Mensch, der sagt, der liebt mich, aber der freut sich jetzt gar nicht hier über diese Sache, über diese Situation, alles blöd, alles scheiße, vielleicht sind wir doch nicht füreinander geschaffen oder was weiß ich, das kann hier in diesen ganz vielen Szenarien so viele Bedeutungen haben. Vertrau auf dein Gefühl, okay? Verlass dich nicht immer auf das, was dein Auge sieht oder das, was deine Ohren hören. Und unter dem Deck ein Geheimnis. Alles wird zur rechten Zeit offenbart werden. Der Schleier wird sich bald lüften. Vielleicht ist es noch gar nicht so weit bei dir, dass jetzt diese neue Sache schon auf dem Tisch ist. Warte noch ab. Es wird eine fantastische Überraschung werden, auf jeden Fall. Und die Karte, die wir gerade als erstes bekommen haben, die wo ich zum Schluss zeigen wollte, hier, ich liebe dich. Wenn ich mir ein Urteil erlauben dürfte, ihr zwei hier, ihr gehört definitiv zusammen. Und er wird es packen, er wird hier diese Hindernisse, diese Herausforderungen wird er überstehen. Und ihr werdet gemeinsam sowas von gestärkt weitergehen können. Hammer. Schön, schön, sowas freut mich. Es ist nicht immer so eine positive Botschaft, aber wenn wir hier so eine fantastische Botschaft haben, dann saugen wir sie in uns auf. Und ich hoffe, dass es auf so viele Menschen, auf so viele Zuschauer zutrifft. Alles Liebe für dich. Bis zum nächsten Mal.